Grüße kurz, Fritz aus Attnang-Buchheim in Oberösterreich und möchte euch meine 3 Monet Guillaume Motorräder vorstellen. Ganz kurz möchte ich über die Firma Monet Guillaume, soweit ich was weiß, darüber sagen. Gegründet ist das worden 1916 und zwar von Joseph Monet und Adrian Guinaud. Monet war der Ingenieur, Guinaud war der Geldgeber in der Nähe von Lyon. Und angefangen haben sie mit Behindertenfahrzeugen, die notwendig für die Mobilität von Kriegsversehrten gewesen ist. Der Markt hat sich gesättigt und der Bedarf nach Motorrädern ist dann gekommen und eines von den ersten in dieser Reihe, natürlich nicht die erste Serie, ist dann diese einfache Form Monet Guillaume mit einem Villiers-Motor. Zu Villiers muss man dazu sagen, ab 1922 hat Monet Guillaume Villiers-Motoren in Frankreich auf Lizenz erzeugen dürfen. Die 3 Motorräder, was man da sieht, ist eigentlich, zeigt ein bisschen die Geschichte von Monet Guillaume und allgemein der Motorräder, wie sie sich entwickelt haben, von der einfachen Zweitaktmaschine zur seitengesteuerten großen Maschine und zur kopfgesteuerten großen Maschine. Die fahre mit den ganzen Motorrädern unheimlich gern. Habe sie alle selber restauriert. Der Spruch, den ich immer sage, aller Anfang ist Schrott, das hat für alle 3 gegolten. Ja, und jetzt stelle ich euch alle 3 Motorräder einzeln vor. Ja, was wir da jetzt sehen, das ist eine R3 Monet Guillaume von 1924. Diese Art des Motorradbaus hat Monet Guillaume Anfang der 20er Jahre begonnen. Ich habe sie gekauft 2016 in der Nähe von Neumarkt in der Oberpfalz und bin dann draufgekommen, dass das Getriebe ein Vierganggetriebe ist und ein kompletter Schmarrn das Getriebe. Es sind da Zahnradeln, kann direkt gefällt drinnen, eine, die was wirklich am meisten belastet waren. Habe mich aber bemüht, das Herz gekriegt und habe über das Museum in Lyon ein ganzes Getriebe bekommen und dann habe ich es fertigstellen können. Das Motorrad hat vorne keine Bremsen und hinten lediglich eine Holzklotzbremsen und sozusagen ist es da nicht zum Fahren im Verkehr, weil es ganz einfach zu gefährlich ist. Das Motorrad, muss ich sagen, ist auch eins von den ganz alten Baustil-Motorrädern, Villiers-Motor, einfacher Rahmen und mir gefällt es eigentlich recht gut zum Herzogen. Ja, und da sieht man jetzt das Vierganggetriebe. Du hast nach vorn einen Gang, nach hinten und dann hast du ein zweites Vorgelege, ebenfalls nach hinten und das zweite Vorgelege nach vorn zum Schalten. Kein Mensch braucht ein Vierganggetriebe für so ein kleines Motorrad, ist auch nur ein Jahr gebaut worden, weil es draufgekommen sind, dass das eine unnütze Geschichte ist. Wie der damaligen Zeit sieht man sehr häufig Zusatztanks hinten dran, weil die Tanks bei den Stecktankmaschinen verhältnismäßig klein waren. Jetzt hat man da noch zusätzlich einen Treibstoff rein tun können, damit man von Wirtshaus auch wieder heimfahren kann. Ja, wir stehen da vor einer Monet Guillaume LS4S von 1935, ein 350 Kubikzentimeter Motorrad. Es ist eine kopfgesteuerte Maschine. Dieses Motorrad hat es als 350er gegeben, kopfgesteuert und seitengesteuert, mit 3 und mit 4 Gang. Und zwar von 1934 bis 1940 hat es das Motorrad in diesen Variationen gegeben. Was wir da sehen, das ist die kopfgesteuerte mit einem 4-Gang-Getriebe und das macht es ganz interessant, weil die Gänge recht gut aufeinander abgestimmt sind und ich fahre mit dem Motorrad recht gern. Der Originalzustand, so habe ich das 2022, 2021, ich weiß nicht mehr ganz genau, habe ich die bekommen in Völklingen im Saarland, habe ich das gekauft, weil der ist nicht mehr zurechtgekommen, weil drinnen ein ganz verflixter kleiner Fehler war. Ich habe ihn auch lange nicht gefunden, aber wenn man ihn gehabt hat, ist der Motor recht fest gelaufen. Wo der kleine Fehler gelegen ist, das ist der Ventilaushebber. Das betätigt man mit dem Ding da, den Ventilaushebber. Und der war da drinnen schon so abgewetzt, dass er faktisch über den Toppunkt drüber gegangen ist und so blieb ist und das Ventil hat nicht mehr zugemacht. Absolut ein fieser Fehler, weil du denn da drinnen nicht drauf kommst, was da überhaupt los ist. Ich habe es dann gefunden, habe das mit ein paar Aufschweißungen repariert und seither läuft es wieder
tadellos, und wie ich das dem Vorbesitzer gesagt habe, da war er komplett baff, dass das so eine Kleinigkeit war. Ja, die Viergang-Schaltwippen funktioniert so. Die erste, also herunterschalten mit der Fersen, und alles, was auf ist, zweite, dritte, vierte, musst du da drauf drücken und dann kommst du wieder zurück zum Leergang. Ja, und ich mache bei allen Motorrädern, weil die Ölpumpen den Dienst gut erweisen noch, aber in sich undicht sind und somit rinnt immer Öl aus. Ich tue immer bei den Ölleitungen da einen Kugelhahn oder einen Küken rein, dass es nicht weiter rinnen kann. Das darf man halt nicht vergessen, den aufzumachen, sonst ist der Motor kaputt. Und zwar Benzin auf, Ölhahn auf. Benzin schauen, dass da ist da. Da haben wir das Gas, da müssen wir ein bisschen Gas geben. Da machen wir die Luft zu. Das ist Spätzündung. Und wenn wir jetzt einen Klick haben, springt die Gaube an. Ja, wir stehen jetzt da bei einer Monet-Guillaume PS5. Die PS5 ist ein 500 Kubikzentimeter Motorrad, seitengesteuert von 1935. Sie ist gebaut worden von 35 bis 39 und zwar hat es eine spezielle Geschichte. Die französische Armee hat eine Ausschreibung gemacht für ein 500er Motorrad und da haben verschiedene Firmen Motorräder gebaut und die vorgestellt, und Monet-Guillaume hat eben dieses Motorrad entwickelt und die hat es nur in grün-grauer Version, wie es halt das Militär gehabt hat, gegeben. Und einige aus dieser Serie sind so rot lackiert worden und die sind dann der Offiziersgesellschaft geschenkt worden als Entscheidungshilfe, würde man heute sagen. Wie komme ich zu dem, dass es so ist? Ich habe diese Type PS5 nirgends gefunden, weder in Frankreich noch in den Monet-Guillaume Buch, noch irgendwo im Internet drinnen, bis dass ich auf einen polnischen Bericht gestoßen über die Militärmaschine. Ein langer Bericht mit 13 Seiten, und da ist das erwähnt drinnen, dass aus dieser Serie der Militärmaschinen einige für zivile Zwecke gemacht worden sind und der Offiziersgesellschaft geschenkt worden sind. Und offensichtlich hat einer dieser Motorräder den Weg nach Norddeutschland gefunden, in der Nähe von Bremen. In Ottersberg habe ich die gesehen, und zwar ist da verhandelt worden über ein anderes Motorrad und die ist im Hintergrund in Fragmente gestanden, und wie man halt dann miteinander redet, bin ich draufgekommen, ja, die ist auch zum haben, weil da ein alter Herr gestorben ist und der hat schon daran gearbeitet, und so ist das Motorrad zu mir hergekommen. Ja, ich habe jetzt 2 Jahre gearbeitet dran und habe das daraus gemacht. So wie ich vorgefunden habe, habe ich versucht, das wieder herzustellen. Ja, und ein paar Besonderheiten möchte ich schon erwähnen von dem Motorrad. Das ist erstens einmal, ist da dazu gekommen, ein sehr schöner Tachoantrieb. Mit dem Tachoantrieb, auf mit der Tachowellen, das funktioniert alles. Dann ist es ein Viergang-Getriebe mit einer Wippschaltung. Ganz interessant ist natürlich diese Bohrung 85 und der Langhuber mit 110 mm. Ich habe anfangs das Motorrad überhaupt nicht starten können. Die ist immer in den oberen Todpunkt, in die Luftfeder eingegangen. Dann habe ich mich erinnert, das Yamaha, die XT,
die hat man auch eine bestimmte Stellung vom Kolben braucht bei der oberen Totpunktüberschneidung. Siehe da, dann ist es angesprungen und jetzt geht es verhältnismäßig einfach. Ja, aufgebaut ist das, so wie ich es immer mache, mit der Continental Electric. Sie ist angenommen, hat eine Nummerntafel und ich kann mit dem die Welt unsicher machen. Ja, es gibt ein paar Startvorbereitungen, wenn man so ein Motorrad anstartet. Das ist als erstes, muss man mal den Benziner aufmachen. Das zweite ist den Ölhahn auf, damit die Schmierung funktioniert. Dann müssen wir den Luftschieber hineingeben. Den Vergaser fluten ist schon da und ein bisschen Gas, Spätzündung und jetzt werde ich mit gezogenem Ventilaushebel ein paar Mal treten. Und jetzt muss ich den oberen Totpunkt finden, damit ich das durchtreten kann. So, und jetzt versuche ich es zu starten. Coming soon. 750 PS.